Krypto ist eine Möglichkeit, um schnell reich zu werden, um finanzielle Freiheit aufzubauen, und Sam Bankman-Fried von FTX hat diesen Wunsch für seine eigenen Ziele ausgenutzt, Milliarden an Kundengeldern gestohlen, versucht damit die politische Richtung zu beeinflussen und hat sich noch mehr Geld angeeignet. Die Frage ist daher, war die FTX-Pleite geplant? Wurde Sam Bankman-Fried genau dafür installiert, um letztlich ein anderes Ziel zu erreichen? Was hat das Ganze mit den digitalen Zentralbankwährungen zu tun? Es ist viel schlimmer, als viele denken. Alle Details dazu im Video. Zum FTX-Kollaps kommen im Grunde genommen jeden Tag Neuigkeiten heraus, wie schlimm das Ganze ist, wie tief die Verstrickungen von Sam Bankman-Fried sind. Milliarden an Kundengeldern sind verloren, Menschen haben ihre Lebensersparnisse verloren und das wird definitiv genutzt, um Krypto stärker zu regulieren. Das zeigt auch schon die US-Politikerin Elizabeth Warren. Sie sagt, dass der Kollaps einer der größten Kryptohandelsplattformen gezeigt hat, dass die gesamte Industrie im Grunde genommen nur ein Kartenhaus ist und sie nun aggressive Durchsetzungen im Bereich der Regulierungen, sie sagt konkret, zum Verbraucherschutz und zur finanziellen Stabilität brauchen. Die Implosion von FTX muss ein Weckruf für den Kongress und die Finanzregulierungsbehörden sein, um die gesamte Kryptoindustrie in die Verantwortung zu nehmen. Das bedeutet natürlich, dass sie hierbei mehr regulieren möchte. Was sehr interessant ist, Sam Bankman-Fried und seine komplette Familie haben sehr starke Verbindungen zur Demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sam Bankman-Fried wurde 1992 auf dem Campus der Stanford-Universität geboren und seine Eltern sind Barbara Fried, Joseph Bankman, seine Tante ist Linda Fried, die auch beim Weltwirtschaftsforum mit aufgeführt wird. Und sein Bruder ist Gabriel Bankman-Fried, der wird später nochmal interessant. Und Elizabeth Warren ist als Anti-Krypto-Senatorin bekannt. Und wer hat ihr 2016 geholfen, einen Gesetzesentwurf zur Steuergesetzgebung zu schreiben? Das ist niemand anderes als der Vater von Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman bzw. Joe Bankman. Dieser hat auch schon ein Forschungspapier zu Steuern geschrieben, was wir hier sehen können. Das heißt, Sam Bankman-Fried hat direkte Verbindung zur Senatorin Elizabeth Warren. Und nicht nur über die hat Sam Bankman-Fried Verbindung in die Politik gehabt, sondern ebenfalls haben auch andere Politiker Geld von Sam Bankman-Fried erhalten. Wie beispielsweise Richie Torres, der sich für die Tokenisierung von Carbon Credits eingesetzt hat, beziehungsweise Kryptowährungen mit dem CO2-Fußabdruck zu verbinden. Dann noch Josh Gottheimer, der sich für Kryptoregulierungen eingesetzt hat und auch, dass bestimmte Krypto-Exchange-Tokens steuerfrei sind. Und wenn er dort mit durchgekommen wäre, dann wären vermutlich die Token der Kryptobörse FTX, wenn FTX mit diesen Token handelt, dann wäre das Ganze dann steuerfrei gewesen. Also letztlich ein riesiger Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern. Dann noch Jim Heimers, der sich für digitale Zentralbankwährungen einsetzt bzw. eingesetzt hat. Sean Casten, der den Bruder von Sam Bankman-Fried, also Gabriel Bankman-Fried, eingestellt hat. Das wird ebenfalls gleich nochmal interessant. Dann noch Chuy Garcia, der in der Digital Asset Working Group mit vertreten ist, sowie Torres, Hemes und Gottheimer, der sich ebenfalls für die CBDCs eingesetzt hat. Ebenfalls noch Boozman, Stapenow und Booker, die sich für Kryptoregulierungen einsetzen. Das wird gleich nochmal interessant. Tina Smith, die mit Elizabeth Warren zusammenarbeitet. Dick Durbin, der gesagt hat, dass Krypto schlecht fürs Klima ist. Und Kirsten Gillibrand, mehr Regulierungen im Bereich Kryptowährungen. All diese und viele andere haben eine Menge Geld von Sam Bankman-Fried und FTX erhalten. Letztlich damit SBF seine Agenda weiter voranbringen kann. Also wir können festhalten, Sam Bankman-Fried hat Politiker unterstützt, die zum einen eine Anti-Krypto-Einstellung haben, dann auch Politiker, die sich für CBDCs, also digitale Zentralbankwährungen, einsetzen, die sagen, dass Kryptowährungen schlecht fürs Klima sind und die mehr Regulierungen für Kryptowährungen fordern. Doch es wird noch viel, viel besser. Wir wissen jetzt, dass die Eltern von Sam Bankman-Fried, also Barbara Fried und Joseph Bankman, beide an Stanford Professoren sind. Und vermutlich hat Stanford Geld an FTX investiert über ihre eigene Risikokapitalfirma. Und bei der Firma handelt es sich um Paradigm. Und in diesem Artikel aus dem Jahr 2020 können wir sehen, dass Investoren in Paradigm von Harvard und auch von Stanford kommen. Insgesamt sollen überzeugte institutionelle Top-Investoren von Harvard und Stanford Paradigm $750 Millionen gegeben haben. Hier können wir zusätzlich nochmal sehen, dass Stanford in Paradigm investiert hat. Also wir wissen jetzt, dass Sam Bankman-Fried über seinen Vater Verbindungen zu Elizabeth Warren hat. Dann hat er vielen Politikern Geld gegeben, damit sie seine Agenda voranbringen. Und wir wissen nun, dass Stanford, vermutlich auch die Eltern von Sam Bankman-Fried, indirekt in FTX über Paradigm investiert hatten. Hier sind nochmal die Investitionen von Paradigm und hier können wir uns anschauen, dass Paradigm einmal in FTX investiert hat und in FTX US. Was zusätzlich noch interessant ist, welche Risikokapitalgeber in FTX investiert hatten und auch wie viel. Und das sind eine ganze Menge. Wir können hier auf der linken Seite die Unternehmen sehen, die in FTX investiert hatten und hier ist der Betrag.
der schon extrem hoch ist. Und Unternehmen, die in FTX investiert hatten, sind beispielsweise ein kanadischer Rentenfonds, dann Sequoia Capital, die beispielsweise ebenfalls in PayPal und soweit ich weiß auch in Facebook investiert hatten. BlackRock hat in FTX mit investiert. Coinbase, das Family Office von Paul Tudor Jones, dann eine Investmentgruppe von verschiedenen Senatoren, VanEck, ein sehr bekannter Fondsanbieter, dann haben wir ebenfalls noch Gisele Bündchen, Tom Brady. Hier können wir es nochmal sehen, Tom Brady und Gisele Bündchen haben 650 Millionen Dollar ihres eigenen Vermögens in FTX investiert. Dann ebenfalls Binance und wie ihr hier seht, sind das eine Menge andere Unternehmen, die ebenfalls in FTX investiert hatten und auch eine ganze Menge Geld dort investiert haben. Und spannend ist, dass Sam Bankman-Fried ebenfalls noch Verbindungen zur Börsenaufsicht der USA bzw. zu Gary Gensler, dem Chef der Börsenaufsicht der USA, gehabt hat. FTX, das ist verrückt. Der Chef der Börsenaufsicht der USA soll dubiose Verbindungen zum CEO von FTX gehabt haben. Das sind die Zusammenhänge. Dem CEO von FTX und ehemaligen MIT-Absolventen wird eine Beziehung mit dem CEO von Alameda, Caroline Ellison, nachgesagt. Und sie ist die Tochter von Glenn Ellison, Professor am MIT und ehemaliger Chef von Gary Gensler, Demokrat und jetziger Chef der Börsenaufsicht der USA. Und vor kurzem hat SBF 40 Millionen Dollar für den Wahlkampf der Demokraten in den USA gespendet. War das Geld, damit Gary Gensler ihm hilft, ein Monopol zu schaffen? Hier können wir es nochmal genauer sehen, das ist der öffentliche Kalender von Gary Gensler, dem Chef der Börsenaufsicht der USA. Und wenn wir hier nach Sam Bankman-Fried suchen, dann finden wir ihn hier. Und zwar am 29. März 2022 hat er sich mit Gary Gensler getroffen. Und nicht nur dann, sondern ebenfalls auch am 29. April 2022. Hier können wir Sam Bankman-Fried sehen und es ging in dem Treffen mit Gary Gensler um ein No-Action-Relief. No-Action-Relief bedeutet, dass die Mitarbeiter der Börsenaufsicht der USA der Kommission nicht empfehlen würden, also im Falle eines besonderen Ereignisses Durchsetzungsmaßnahmen gegen sie zu ergreifen. Im Grunde genommen heißt das nichts anderes, als dass Sam Bankman-Fried einen Freifahrtschein erhalten wollte, dass die amerikanischen Behörden bei seinen Aktivitäten keine Ermittlungen einleiten würden. No-Action-Relief ist ein Mechanismus, der es Registranten ermöglicht, bestimmte Zusicherungen zu erhalten, wenn ihr Verhalten möglicherweise einen Graubereich der Regierung berührt oder sogar technisch verboten ist, aber keine politischen Bedenken aufwirft. Das heißt also, die US-Regierung wird nicht aktiv und FTX hätte dann mit ihren Sachen weitermachen können. Also Sam Bankman-Fried hatte Verbindungen zu einflussreichen Senatoren, zum Chef der Börsenaufsicht der USA und zusätzlich, und das wird immer besser, hat er Verbindungen ins Weiße Haus. Hier können wir die Seite vom Weißen Haus sehen und das sind die Besuchereinträge im Jahr 2022. Einmal können wir hier sehen den Gabriel Bankman-Fried, also den Bruder von Sam Bankman-Fried, der ja für einen anderen Politiker unter anderem arbeitet. Und der hat sich mit Charlotte Butasch getroffen, die Politikberater im Weißen Haus ist und bei der Kampagne von Biden-Harris mitgearbeitet hat. Und Sam Bankman-Fried hat sich mit Steve Richetti getroffen, sogar zweimal mit Steve Richetti getroffen, das können wir hier nochmal sehen. Und Steve Richetti ist ein amerikanischer Politikberater, der Präsident Joe Biden direkt berät. Richetti diente zuvor als Stabschef von Vizepräsident Biden während der Obama-Regierung und als stellvertretender Stabschef für Operationen unter Präsident Bill Clinton. Also wir wissen jetzt, dass Sam Bankman-Fried nicht nur zum Chef der Börsenaufsicht der USA direkte Verbindungen gehabt hat, ebenfalls zur Senatorin Elizabeth Warren, die als Anti-Krypto-Senatorin bekannt ist, und zu anderen Politikern, die für Kryptoregulierungen sind, für digitale Zentralbankwährungen. Sam Bankman-Fried hatte zusätzlich noch direkte Verbindungen zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika über Steve Richetti. Das Ganze hört aber da noch gar nicht auf. Wie in einem der letzten Videos müssen wir ebenfalls noch über Barbara Fried sprechen, die Mutter von Sam Bankman-Fried, und was die mit den Spendengeldern zu tun hat und auch mit Spenden an die Demokratische Partei. Also wir wissen, dass Barbara Fried an Stanford lehrt. Sie ist der Mitbegründer der politischen Fundraising-Organisation Mind the Gap. Und Mind the Gap ist ein Political Action Committee, die letztlich Gelder für demokratische Kandidaten sammeln, sodass diese auch gewinnen. Und das Interessante an der ganzen Sache, wie die vorgehen ist, wie bei dem Film Moneyball. Sie nutzen Statistiken, um den richtigen Kandidaten für ihre Spenden auszuwählen. Hier können wir es mal sehen, die mit Stanford verbundene Fundraising-Gruppe wollte 2020 140 Millionen US-Dollar für Demokraten sammeln. Mind the Gap wird mit von Barbara Fried geleitet. Ganz kurz, bevor wir noch auf die Spenden eingehen. Wir erinnern noch an Boozman, Stapner und Booker, die ja von Sam Bankman-Fried finanzielle Unterstützung erhalten haben sich dafür eingesetzt, digitale Währungen zu regulieren. Im Grunde genommen ging es um den Digital Commodities Consumer Protection Act, der letztlich dezentralisierte Finanzen bedroht.
Und Sam Bankman-Fried, diesen Tweet hat er leider gelöscht, hat geschrieben, ich bin optimistisch, dass das Stapner-Boozman-Gesetz, also zuvor war es der Digital Commodities Consumer Protection Act, er ist also optimistisch, dass dieses Gesetz den Kunden auf den zentralisierten Kryptohandelsbörsen mehr Sicherheit und Schutz bieten wird. Und trotz dessen, dass es zu einem FTX-Kollaps gekommen ist, Sam Bankman-Fried Milliarden Kundengelder gestohlen hat, sich Geld angeeignet hat, was ihm nicht gehört, die Leute angelogen hat, wollen die Politiker mit dem Gesetz weitermachen. Lass uns dazu nochmal die Aussage der Sprecherin des Weißen Hauses anhören. Without proper oversight, cryptocurrencies, it risks harming everyday Americans. Also Sie sagen, Sie brauchen die entsprechende Regulierung, um die Menschen zu schützen. Sam Bankman-Fried hat eine Menge Geld an verschiedene Organisationen gespendet, das könnt ihr hier alles sehen. Und interessant ist folgende Organisation, Protect Our Future PAC, und an die hat er 4 Millionen, beziehungsweise insgesamt war es viel mehr, gespendet. Insgesamt hat FTX US 70 Millionen für Lobbyarbeit ausgegeben und Protect Our Future PAC hat 28 Millionen erhalten. Und hier könnt ihr nochmal die anderen Organisationen sehen, die ebenfalls Gelder von Sam Bankman-Fried bzw. FTX US erhalten haben. Und Protect Our Future wurde 2022 gegründet und wird hauptsächlich von Sam Bankman-Fried finanziert und sollte die Politikgestaltung in den Bereichen der Pandemievorsorge und Planung durchsetzen. Und lasst uns jetzt nochmal einen Bogen zur Ukraine machen und dann schauen wir uns nochmal die Mutter von Sam Bankman-Fried an. Da gibt es auch noch ein paar dunkle Geheimnisse, die viele noch gar nicht wissen. Also wir wissen, dass die Ukraine mit FTX zusammengearbeitet hat, um letztlich Kryptospenden anzunehmen. Und dazu habe ich im letzten Video erzählt, dass es Vermutungen gibt, dass Kryptowährungen über FTX an die Ukraine gespendet worden sind. Das Geld wurde dort ausgezahlt und dann auf die ukrainische Nationalbank eingezahlt. Und die Ukraine hat das Geld letztlich dann an FTX zurücküberwiesen. Und die Vermutung steht im Raum, dass Sam Bankman-Fried einen Teil des Geldes genommen hat, um seine politische Agenda voranzutreiben. Lass uns einfach nochmal ganz kurz da reinschauen. Das ist von einem Twitter-Nutzer, der geschrieben hat, dass die Militärhilfe der Vereinigten Staaten von Amerika an die Ukraine angeblich dafür genutzt werden sollte, um Russland zu bekämpfen, war letztlich etwas, was die Ukraine nicht für den Kampf gegen Russland genutzt hat, sondern sie haben das Geld in FTX investiert. Dieser Nutzer vermutet, dass Steuergelder, die an die Ukraine gegangen sind, um gegen Russland zu kämpfen, um sich gegen Russland zu wehren, das wurde durch die Ukraine in FTX zurückinvestiert und FTX bzw. Sam Bankman-Fried hat das Geld dann genommen, um den Wahlkampf der Demokraten in den USA zu finanzieren. Ihr könnt euch das hier nochmal durchlesen, wenn es wirklich stimmen sollte, dann wäre das echt schlimm. Okay, wir wissen jetzt, dass Sam Bankman-Fried, wie beispielsweise über seinen Vater, zu Elizabeth Warren Kontakt gehabt hat. Er hat Politikern Geld angegeben, um seine Agenda voranzutreiben. Er hat über seine Affäre Kontakt zu Gary Gensler gehabt und hat den mehrmals getroffen. Dann haben sie eine Spendenseite für die Ukraine eingerichtet, um Spenden anzunehmen und das Gerücht steht im Raum, dass die Ukraine einen Teil des Geldes in FTX zurückinvestiert hat und FTX das Geld dann genommen hat, um ihre Agenda im politischen Bereich voranzutreiben. Wir wissen, dass Stanford über Paradigm in FTX investiert hat und vermutlich ebenfalls auch hierbei die Eltern von Sam Bankman-Fried, also Joseph Bankman und Barbara Fried. Barbara Fried hat die Organisation Mind the Gap ins Leben gerufen, die demokratischen Politikern hilft, über Spenden sammeln in die richtigen Positionen zu kommen. Und jetzt schließt sich der Kreis und wir schauen uns dazu Mystery Money an. Wie ein Schlupfloch ausländischen Geld dabei hilft, in die Super PACs, also beispielsweise Mind the Gap, zu fließen und das Ganze durch geheime Briefkastenfirmen. Das Ganze kannst du dir einfach nicht ausdenken. Also die Briefkastenfirmen. Und hier können wir sehen, der demokratische Super PAC called Mind the Gap, was von Barbara Fried gegründet worden ist. Die haben zusammen im letzten Jahr $50.000 über eine obskure Sozialhilfe-Non-Profit, die sich MTG Research nennt, erhalten. MTG wird vermutlich für Mind the Gap stehen. Was meint ihr zu dieser Sache? Schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare. Und zusätzlich hat Sam Bankman-Fried Medienunternehmen Geld gegeben, wie beispielsweise dem Intercept, die $750.000 erhalten haben und sollten in den nächsten Jahren 3,25 Millionen erhalten. Also Sam Bankman-Fried hat nicht nur auf der politischen Ebene versucht, seine Vorhaben, seine Agenda voranzutreiben, ebenfalls auch bei Medienunternehmen. Interessant ist das auch bei diesem Artikel der New York Times. Hier wurde nicht einmal über Betrug, Enron, Verbrechen, illiquide, gestohlen, versteckt, kriminell, unter Hintertür gesprochen, sondern es wurde darüber gesprochen, dass er müde geworden ist. Und Sam Bankman-Fried ist immer noch auf freiem Fuß. Und hier können wir nochmal sehen, dass die Börsenaufsicht der USA, die SEC, Kim Kardashian für die Bewerbung einer Kryptowährung angeklagt hat. Und bei Sam Bankman-Fried ist das nicht der Fall. Und wir sehen vermutlich einen größeren Betrug als bei Enron. Spannend ist im Grunde genommen, dass 2019 Joseph Biden seine Präsidentschaftskampagne angekündigt hat. 13 Tage später hat Sam Bankman-Fried FTX gegründet, die über Nacht zu einem Erfolg wurde und zu einem der größten Spender von Joe Biden geworden ist. Dann hat er Verbindungen zu Politikern
Politikern, zum Chef der Börsenaufsicht der USA, zum direkten Berater von Joe Biden und zum Tag der Midterm Elections in den USA gab es dann die Implosion von FTX, den Kollaps von FTX. Der Bruder von Sam Bankman-Fried, Gabriel Bankman-Fried, arbeitet für einen Politiker, der von Sam Bankman-Fried gesponsert wird. Und der Bruder hat ebenfalls die Organisation Guardian Against Pandemics ins Leben gerufen. Sam Bankman-Fried hat knapp $30 Millionen an Protect Our Future, PAC, gespendet, also die Organisation, die er ins Leben gerufen hat und die auch vor zukünftigen Pandemien schützen soll. Die Tante von Sam Bankman-Fried steht mit dem Weltwirtschaftsforum in Verbindung. Der Vater von Sam Bankman-Fried hat die Verbindung zu Elizabeth Warren, die einen Anti-Krypto-Standpunkt hat. Der Commissioner von der CFTC, also der Commodity Futures Trading Commission, Mark Vetian, war der Head of Policy and Regulation bei FTX. Was denkt ihr, was ist hier passiert? Wurden wir Zeuge einer groß angelegten Aktion? Wir sollten uns ebenfalls die Frage stellen, wurde Sam Bankman-Fried eingesetzt, um den Kryptowährungsmarkt zu infiltrieren, viel Geld zu verdienen, um letztlich politische Interessen zu vertreten, so viel wie möglich zu zerstören, sodass Regulierer Gesetze erlassen können, um Krypto zu zentralisieren, um Krypto zu kontrollieren? Was denkt ihr darüber? Zumindest ist eine Sache sehr, sehr komisch. Mitglieder der US-Bankengemeinschaft starten ein Proof of Concept für eine regulierte Digital Asset Settlement Plattform, also für digitale Zentralbankwährungen, CBDCs. Und das wurde kurz nach dem FTX-Kollaps bekannt gegeben. Und das soll in einem 12-wöchigen Test stattfinden. Sie wollen simuliertes digitales Geld oder digitale Token oder digitale Zentralbankwährungen jetzt in einem Live-Verfahren in den Vereinigten Staaten von Amerika testen. Und das Ganze soll durch das New York Innovation Center sowie die Zentralbank von New York durchgeführt werden. Schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.